Liebe ist ein schönes Gefühl, über das Bücher, Musik und Filme geschrieben werden. Wenn es sich jedoch um eine perverse Liebe eines kranken Menschen handelt, kann sie so zerstörerisch sein, dass sie viele Schicksale vernichtet. Die Gerissenheit mancher Schurken übersteigt alle Grenzen. Der Täter kann sich so gut verstecken, dass bis zum letzten Moment nicht klar ist, ob er weint, aufrichtig trauert oder Krokodilstränen vergießt und sich über den blutigen Triumph freut. Der Vorfall, über den wir heute sprechen, ereignete sich in St. Paul Park, Minnesota, USA, eine halbe Autostunde von Minneapolis entfernt. Dort lebte eine eng verbundene Gemeinde von etwa 5000 Menschen. Zu den Feiertagen verwandelten die Einwohner die Stadt in ein leuchtendes Paradies, in dem jedes geschmückte Haus warm und gemütlich duftete. Hier lebte auch das Ehepaar, Daniel und Deborah Larson. Am 24. Februar 1988 kam ihre Tochter Christine auf die Welt. Sie war das jüngste der 4 Kinder des Paares und vor ihrer Geburt hatte das Paar eine 8-jährige Pause eingelegt. Die älteren Kinder halfen den Eltern und kümmerten sich um Christine. Von Anfang an zeichnete sie sich unter den anderen Kindern durch ihre Aktivität und Beweglichkeit aus. Christine war schon immer so und hat sich diese Lebensfreude bis zu ihrem letzten Atemzug bewahrt. Im Jahr 2004, im Alter von 16 Jahren, begann sie eine Beziehung mit ihrem Freund Zachary Matthews. Die Beziehung des Paares entwickelte sich gut. Im Jahr 2006 bekamen sie einen Sohn namens Darren. Während ihrer Schwangerschaft zog Christine mit ihrem Freund zu ihren Eltern, um die Unterstützung ihrer Mutter und ihrer Lieben zu erhalten. Fast ihre gesamte Freizeit verbrachte sie im Hause Larson und sie kamen sich sehr nahe. Für Christine war der Junge alles. Ihr Leben drehte sich um Mutterschaft und Hausarbeit. Zachary schien ein liebevoller und fürsorglicher Vater zu sein. Doch nach einigen Monaten des Zusammenlebens spürten sie, dass sie unabhängiger werden wollten und zogen bei den Eltern aus. Er selbst wuchs in einer schwierigen Familie mit einem alkoholabhängigen Vater auf, der regelmäßig zur Flasche griff und sein Kind ständig moralisch und körperlich beleidigte. Dennoch machte seine schwierige Kindheit Zachary nicht zum Bösen. Er war fest entschlossen, gesunde Beziehungen aufzubauen und normale Kinder großzuziehen. Er sah seine Eltern als ein Antibeispiel, das sich unter keinen Umständen wiederholen sollte. Christine nahm nie illegale Substanzen, mochte keinen Alkohol und keine lauten Partys. Sie mied dubiose Unternehmen und alles, was mit Kriminalität zu tun hatte. Vor der Entbindung konzentrierte sie sich voll und ganz auf die bevorstehende Mutterschaft, dachte aber voraus, sie wollte ihren Eltern nicht im Nacken sitzen und finanziell von ihnen unabhängig sein. Christine wollte sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren, um dann die vielversprechendste Richtung zu wählen. So trat sie in die Schule für Barkeeper ein und wollte dann eine Krankenpflegeschule besuchen. Leider waren all diese ehrgeizigen Ideen zum Scheitern verurteilt. Am Abend des 19. Dezember 2007 wollte die 19-jährige Christine mit ihrer Mutter Deborah Weihnachtsplätzchen backen. In der Familie war es Tradition, an jedem Silvesterabend das typische Plätzchenrezept ihrer Großmutter zu backen. Gegen Abend wollte Christine zurückkommen und es tun, und am Nachmittag machte sie sich auf den Weg zu ihrem eigenen Geschäft. Die Mutter blieb mit ihrem Mann und ihren erwachsenen Kindern zu Hause und wartete auf die Rückkehr ihrer Tochter. Es wurde Abend, aber sie war immer noch nicht da. Sie versuchten Christine anzurufen, konnten sie aber nicht erreichen. Die Mutter war besorgt, wollte ihrer Tochter aber noch ein wenig Zeit geben. Vielleicht hatte sie sich aus einem guten Grund verspätet und würde bald zurückkommen. Deborah ahnte nicht, dass, während sie sich Sorgen machte und mit Christine telefonierte, etwa eine halbe Stunde von ihrem Haus entfernt, gegen 20 Uhr bei einer Notrufzentrale die Meldung eines Mannes einging. Ein Passant meldete, dass in der Gasse in der Nähe seines Hauses ein Fahrzeug in Flammen stehe. Der Mann rief zunächst nur an, um das brennende Auto zu melden, interessierte sich dann aber doch für das Geschehen und schaute genauer hin. Nur wenige Minuten nach dem ersten Anruf ging ein zweiter Anruf ein. Nach Angaben desselben Zeugen befand sich eine Person in dem Auto. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, war es bereits zu spät. Im Inneren der Kabine befand sich die verkohlte Leiche eines Menschen. Das Gesicht war nicht stark beschädigt, so dass es offensichtlich war, dass eine Frau gestorben war. Außerdem waren am Hals Würgemale durch einen Fremdkörper zu erkennen, und in den Augen gab es Blutungen, die auf ein langes und sehr starkes Zusammendrücken des Halses hindeuteten. Den Beamten fiel auf, dass das Opfer weder eine Jacke noch Schuhe trug.
Obwohl es am 19. Dezember in Minnesota kalt war, erschien dies merkwürdig, da man ohne warme Kleidung einfach erfrieren kann. Vor diesem Hintergrund nahm die Polizei an, dass das Opfer an einem anderen Ort gestorben war und das Auto mit der Leiche hierher gebracht worden war, um es in Brand zu stecken und die Beweise für das Verbrechen zu vertuschen. Bei der Untersuchung des verbrannten Autos kamen die Brandexperten zu dem Schluss, dass das Feuer auf dem Rücksitz ausgebrochen war. Dort befand sich ein fast vollständig verbranntes Telefonbuch. Bei der Durchsuchung des Wagens wurde eine Geldbörse mit einem Führerschein gefunden, der auf den Namen Christine Larson ausgestellt war. Außerdem befand sich darin ein Foto von ihr und ihrem Sohn. Auf dem Rücksitz wurde ein Kindersitz zurückgelassen. Er war leer. Dies alarmierte die Polizeibeamten. Es ist nicht bekannt, was mit dem Baby passiert ist. Die Polizeibeamten glaubten, dass es in Gefahr sein könnte. Der Mann, der das brennende Auto dem Notdienst gemeldet hatte, kam heraus, um mit den Ermittlern zu sprechen. Das Auto wurde ein paar Dutzend Meter von seinem Garten entfernt abgestellt, aber weder er noch seine Ehefrau hatten eine Ahnung, um was für ein Fahrzeug es sich handelte. Dank ihrer Angaben war es jedoch möglich, den Zeitrahmen zu klären. Nach den Aussagen des Ehepaars zu urteilen, tauchte das Auto gegen 19:30 Uhr hier auf. Das Auto und die Leiche wurden zur Untersuchung mitgenommen. Es wurde festgestellt, dass Christine an den Folgen einer Strangulierung gestorben ist. Offenbar wurde die junge Mutter mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, woraufhin ihr eine Art Schnur oder Draht um den Hals gewickelt und sie dann erwürgt wurde. Es war offensichtlich, dass es sich um einen brutalen, vorsätzlichen Mord handelte, und das Verbrennen des Autos sollte dazu dienen, die Spuren zu verwischen und die Ermittlungen zu behindern. Während all dies geschah, war die Familie der Verstorbenen noch zu Hause und fragte sich, warum Christine nicht zurückgekehrt war. Ihre Mutter wartete immer noch auf ihre Tochter, die ihr beim Keksebacken helfen sollte. Ihr Vater Daniel versuchte jedoch, alle zu beruhigen. Er überzeugte seine Frau und erinnerte daran, dass Christine eine 19-jährige Frau war, die ausgehen und Spaß haben wollte. Vor allem handelte es sich um eine sehr energiegeladene und ziemlich spontane Person. Also schalteten sie den Fernseher ein und setzten sich hin, um einen Film zu sehen, in dem Glauben, dass ihre Tochter Zeit mit ihren Freunden verbringt. Da beide am Morgen zur Arbeit mussten, beschloss das Ehepaar, an diesem Abend auf das Backen zu verzichten und sie später zu machen. Doch als das Ehepaar Larson vor dem Schlafengehen den Fernseher einschaltete und die Nachrichten sahen sie eine Meldung, dass eine junge Frau tot in einem brennenden Auto gefunden worden war. Sie dachten nicht einmal, dass es Christine gewesen sein könnte. Deborah und Daniel sahen sich an und dachten fast einmütig, wie schrecklich es war, die Eltern der jungen Frau zu sein, das auf so grausame Weise gestorben war. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf schalteten sie den Fernseher aus und gingen ins Bett. Gegen 3 Uhr morgens klopfte es an der Tür der Larsons. Als das Ehepaar die Tür öffnete, standen Polizeibeamte des Minneapolis Police Department vor der Tür. Die ganze Truppe machte sich auf den Weg in die Küche, wo ein Beamter die Eltern über die tragische Nachricht informierte. Eine weitere unerfreuliche Nachricht für sie war das Verschwinden des Sohnes der Verstorbenen, Darren. Die Polizei hatte gehofft, das Kind im Haus von Christines Eltern zu finden, aber er war tatsächlich nicht dort. Niemand hatte die geringste Ahnung, wo sich das Kind im Moment aufhielt. Er war tagsüber im Haus seines Vaters zu Gast. Die Polizei rief Zachary an. Zur Erleichterung aller stellte sich heraus, dass sein Sohn bei ihm war. Der junge Vater verstand nicht, warum er zu so später Stunde noch gestört wurde und dachte, es könnte um Christine gehen. Er sagte, sie wollten sich an diesem Tag treffen und gemeinsam einkaufen gehen, aber sie war verschwunden und ignorierte einfach alle seine Anrufe. Daraufhin verbrachte Zach den Tag mit Darren und ging verwirrt ins Bett. Als Deborah ihm nun am Telefon die schreckliche Nachricht überbrachte, brach er in hysterisches Weinen aus. Zachary gelang es, sich zu beruhigen. Die Mutter der Verstorbenen lud ihn und das Kind ein, bei ihr zu wohnen. In dieser Zeit wollten sie sich zusammenschließen, um die Folgen dieser schrecklichen Tragödie besser bewältigen zu können. Der junge Mann stimmte sofort zu. Die Polizei wollte mit den Eltern der Verstorbenen sprechen, um die Umstände der letzten Tage von Christines Leben zu klären. Das Ehepaar gab sofort interessante Auskünfte. Wie sich herausstellte, hatten sich Zachary und Christine 2 Monate vor diesen Ereignissen getrennt. Sie unterhielten eine herzliche Beziehung zum Wohle des Kindes, kommunizierten weiterhin als Freunde, lebten aber nicht zusammen. Dies geschah etwa 2 Monate vor der Tragödie. Die Eltern von Christine betrachteten Zachary jedoch weiterhin als Teil der Familie.
Zum einen war er der Vater ihres Enkels und wollte voll und ganz am Leben des Kindes teilhaben. Zweitens gab er die Hoffnung nie auf, Christine zurückzubekommen. Sie erzählten, dass die jungen Eltern noch eine ganze Weile im Haus der Familie lebten. Schließlich beschlossen sie, nach St. Pauls zu ziehen. Das Paar mietete eine Wohnung, die etwa 15 Minuten entfernt lag. Nach dem Umzug bemerkten die Eltern jedoch, dass Christine mit ihrem Familienleben nicht sehr glücklich war. Zack fühlte sich zu Partys und Unterhaltung hingezogen, aber das entsprach nicht den Vorstellungen der jungen Mutter. Trotz ihrer modernen und aktiven Lebenseinstellung wollte Christine nun eine häusliche Umgebung, Ruhe und Frieden, um sich auf das Baby zu konzentrieren. Es gefiel ihr nicht, dass ihr Freund die Dinge anders sah. Er war nicht auf der gleichen Wellenlänge wie sie, er war ständig unterwegs, er konnte Christine mit dem Baby mitten in der Nacht verlassen. Daher beschloss sie nach einigen Monaten, sich zu trennen und in das Haus der Familie zurückzukehren. Laut Deborah sah sie ihre Tochter an jenem schicksalhaften Tag, dem 19. Dezember, gegen 13 Uhr zum letzten Mal. Sie hatte Pläne bis zum Abend. Zuerst wollte Christine ihre Freundin Marcella absetzen, zur Tankstelle fahren und dann Zachary treffen, einen Spaziergang machen und ihr 2-jähriges Kind abholen. Das war eine wertvolle Information. Die Polizei begab sich direkt zur Tankstelle, wo sie ihre Freundin treffen und ihr Auto auftanken wollte. Das Videomaterial wurde beschlagnahmt und Christine war darauf schnell zu finden. Alles schien ruhig zu sein. Sie ging in den Laden und scherzte sogar mit dem Verkäufer, traf sich mit ihrer Freundin Marcella und war offensichtlich gut gelaunt. Auf den Kameraaufzeichnungen war nichts Kompromittierendes oder Beunruhigendes zu sehen. Es wurde nun beschlossen, Zachary zu treffen. Am Morgen des 20. Dezember 2007 kam der junge Mann freiwillig zu einem Routinekontakt auf die Wache. Er gab zu, dass Christine nicht einmal zu ihm gekommen war. Er erzählte, dass sie eine enge Beziehung hatten, die durch das Kind gefestigt wurde. Zachary unterhielt noch immer eine herzliche Beziehung zu der ermordeten Frau und ihrer Familie. Außerdem gab Darrens leiblicher Vater zu, dass sie sich immer noch liebten und deshalb oft Zeit miteinander verbrachten. Die beiden hielten es angeblich für möglich, in der Zukunft wieder zusammenzukommen, aber zu diesem Zeitpunkt wollte Christine das Partyleben ihres Freundes nicht weiter beobachten. Sie wollte sich auf sich selbst und ihren Sohn konzentrieren. Zachary gab zu, dass seine Vorliebe für Partys mit seinen Freunden den Freund in den Augen seiner Geliebten instabil machte. Aber er war so entspannt nach seiner harten Arbeit. Das war der Grund für die Trennung. Trotzdem pflegten sie weiterhin eine ziemlich liebevolle Beziehung. Dies stand im Gegensatz zu den Aussagen der Eltern des Opfers. Sie haben nie etwas darüber gesagt, dass Christine und Zack ihr gemeinsames Leben wieder aufnehmen wollen. Selbst auf seiner Social-Media-Seite vermerkte der Freund, dass sie verheiratet waren, obwohl sie nie offiziell den Bund der Ehe geschlossen hatten. Christine bat ihn wiederholt, diese Markierung zu entfernen, aber er weigerte sich und hoffte, dass sie die Beziehung wieder aufnehmen und tatsächlich heiraten würden. Der junge Mann verriet auch, dass sie am 19. Dezember gemeinsame Pläne mit der Verstorbenen hatten. Sie sollte ihren Sohn gegen 14 Uhr abholen. Alle drei wollten Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen. Das Paar wollte auch auf dem Weihnachtsfest vorbeischauen, damit das Baby alles miterleben konnte. Er war noch nicht einmal 2 Jahre alt. Obwohl er noch zu jung war und wahrscheinlich noch nichts verstand, rief Zachary seine Freundin um 14:20 Uhr an, dann noch ein paar Mal, aber Christine ignorierte ihn. Zack beschloss daraufhin, mit seinem Sohn in den Bus zu steigen, um allein zum Fest zu fahren. Er glaubte, dass er anrufen und mitkommen würde, sobald Christine auftauchte. Der junge Mann wollte keine Zeit umsonst verlieren. Gegen 15 Uhr fasste er diesen Entschluss. Er holte das Kind ab und sie fuhren gemeinsam los. Der Sohn und sein Vater kamen gegen 16 Uhr auf dem Fest an. Hier blieben sie nur etwa 1 Stunde. Erstens störte der Lärm das Baby, und Zachary wollte es in der Nacht nicht stören. Zweitens wollte er ohne Christines Gesellschaft nicht lange hierbleiben, und sie hatte sich nicht gemeldet. Nun, drittens glaubte er, dass sie in dieser Zeit wegen des Babys zurückgekommen sein könnte und auf ihn wartete. Als er nach Hause zurückkehrte, war nach Angaben des jungen Mannes niemand mehr da. Nach seinen Angaben verbrachte er den Rest des Abends und der Nacht hier, bis er den beunruhigenden Anruf von der Familie seiner Geliebten erhielt. Das Alibi des Mannes wurde schnell bestätigt, da es auf dem Festival spezielle Anmeldebögen gab, die bei der Ankunft unterschrieben werden mussten. Bei der Überprüfung wurde Zacharias Unterschrift gefunden. Außerdem fanden sich mehrere Zeugen, die bestätigten,
dass sie den jungen Vater und sein Kind auf der Veranstaltung gesehen hatten. Obwohl es ihm gelang, zum Hauptverdächtigen zu werden, wurde er fast sofort von der Liste gestrichen. Nach der Nachricht von Christines Ermordung schrieb Zack auf seiner Social-Media-Seite, dass er sie vermisse und alles für seinen Sohn tun würde, um sicherzustellen, dass der Junge so lächelt, wie die Verstorbene es gewollt hätte. Während die Ermittler das Festival besuchten und Zacharias Worte bestätigten, wurde eine neue mögliche Spur gefunden, die von Freunden der Verstorbenen gemeldet wurde. Ihnen zufolge hatte Christine kurz vor ihrem Tod einen neuen jungen Mann namens Derek kennengelernt. Die Ermittler überprüften das Alibi des Mannes und beschlossen, Derek zu kontaktieren und ein Treffen mit ihm auf dem Revier zu vereinbaren. Es war jedoch nicht möglich, den jungen Mann zu erreichen. Daraufhin begann die Polizei, aktiver nach ihm zu suchen, da es verdächtig aussah. Es stellte sich heraus, dass er am 20. Dezember, also am Tag nach Christines Tod, nicht zur Arbeit gekommen war. Alle, die ihn kannten, hatten ihn seit diesem Tag nicht mehr gesehen, was ein noch seltsamerer Zufall zu sein schien. Er erschien weder zu seiner Arbeitsschicht, noch reagierte er auf Anrufe. Technisch gesehen war der junge Mann also verschwunden. Es wurde viel Aufhebens gemacht, und es funktionierte. Bereits am 21. Dezember war es mit Hilfe von Dereks Freunden möglich, ihn zu erreichen und sogar mit dem jungen Mann Kontakt aufzunehmen, um ihn zu überreden, freiwillig auf dem Revier zu sprechen. Nach dem Geständnis des Mannes hat er seine Freundin am 19. Dezember um 14:15 Uhr gesehen. Ihm zufolge war er gerade auf der St. Paul Park Street in der Nähe seiner Wohnung unterwegs, als sie vorbeifuhr. Wie sich herausstellte, befand sich seine Wohnung in fußläufiger Entfernung zu Zacharias Wohnung. Nach der von ihr rekonstruierten Zeitlinie war Christine auf dem Weg zum Haus ihres Ex, um das Baby abzuholen. Derek winkte ihr zu und sie hielt an. Christine bestätigte, dass sie tatsächlich auf dem Weg war, Darren abzuholen. Sie unterhielten sich kurz über ihr bevorstehendes Treffen und beschlossen, dass sie sich später am Abend oder am nächsten Tag treffen könnten. Christine ging dann weg und versprach, ihn anzurufen, nahm dann aber einfach keinen Kontakt mehr zu ihm auf. Seiner Meinung nach gab es nichts Ungewöhnliches in ihrem Verhalten oder Auftreten. Sie freute sich auf die bevorstehenden Ferien mit ihrer Familie und war wie immer gut gelaunt. Die Polizei glaubte Derek. Er verhielt sich ruhig, trat selbstbewusst auf, beantwortete Fragen deutlich und erregte keinen Verdacht. Die Aussagen des Mannes wurden bestätigt, nachdem die Überwachungsbänder eines der Häuser überprüft worden waren. Er beschrieb genau das Treffen mit ihr und ging dann wirklich, ohne verdächtig zu wirken. Derek erklärte sein seltsames Verschwinden von der Arbeit damit, dass er sich freigenommen hatte. Auch seine Vorgesetzten hatten dies bestätigt, nur war die ursprüngliche Erklärung verloren gegangen. Dennoch verwirrte die Situation die Ermittler. Sie wollten den Mann nicht abschreiben und die letzte Spur nicht verpassen. Nach den Zeitabständen zu urteilen, die der junge Mann angegeben hatte, war Derek die letzte Person, die Christine lebend gesehen hatte. Damit stand er ganz oben auf der Liste der Mordverdächtigen. Es gelang ihnen, Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken, darunter einen zur Überprüfung der Telefonaufzeichnungen des Freundes. So sehr sich die Polizisten auch bemühten, den neuen Freund des Opfers mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen, sie konnten es nicht. Sie waren den ganzen Tag an verschiedenen Orten, begegneten sich nur für 5 Minuten und trennten sich dann. Die Ermittler hatten einfach nicht genug Informationen. Sie stellten jedoch fest, dass es in der Nähe des brennenden Autos mit der Leiche eine Autobahn gab. Entlang der Autobahn gab es zahlreiche Überwachungskameras und Kontrollpunkte. Die Beamten beschlossen, dies zu nutzen, um zu versuchen, den Moment festzuhalten, in dem das Opfer in ihrem Auto dorthin gebracht und in Brand gesetzt wurde. Als dies nicht gelang, beschlossen sie am 19. Dezember nach Verstößen oder unangemessener Fahrweise Ausschau zu halten. Es stellte sich heraus, dass ein nicht identifizierter Mann in dieser Nacht die Notdienste kontaktierte. Er meldete rücksichtsloses Fahren und beschrieb einen unbekannten Mann, der auf der Autobahn von Minneapolis in Richtung St. Paul Park fuhr. Der Beschreibung nach sah der Fahrer wie ein alter Bekannter der Ermittler aus, allerdings nicht Derek, sondern Zachariah. Die Ermittler waren erneut über Christines Ex-Freund verwirrt und beschlossen nun, 6 Telefonaufzeichnungen zu überprüfen. Es gelang ihnen herauszufinden, dass seine anfänglichen Worte eine Lüge waren. Anstatt die ganze Nacht mit dem Baby zu Hause zu sein, war er auf dem State Highway zwischen St. Paul und Minneapolis unterwegs. Die Polizei wusste, dass der Hauptverdächtige in dieser Zeit auf Einladung der Eltern des Opfers bei ihnen wohnte. Dies bot eine gute Gelegenheit,
die Wohnung des jungen Mannes in dessen Abwesenheit zu durchsuchen. Das Erste, was die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zog, waren die zahlreichen Telefonbücher, die Zachary aus irgendeinem Grund in seiner Wohnung aufbewahrte. Sie waren identisch mit denen, die auf dem Rücksitz des verbrannten Autos gefunden wurden. Nur wenige Menschen bewahrten solche Bücher in dieser Menge auf, und der Zufall schien seltsam. Außerdem wurden an einer der Wände im Korridor Blutspritzer-ähnliche Flecken gefunden. Ein Luminol-Test bestätigte, dass es sich tatsächlich um Blut handelte. Mit Luminol wurden weitere Flecken gefunden. Bei der Untersuchung des Schlafzimmers fanden sich auch Spritzer auf Zacharias Matratze. Die gesamte Wohnung wurde diesem Test unterzogen, und es stellte sich heraus, dass es viele Stellen mit verdächtigen Blutspuren gab. Das interessanteste Beweisstück war jedoch ein 4-seitiger Brief, der offensichtlich an Christine adressiert war, aber nie an sie übergeben wurde. Darin beschrieb er in bunten Farben, wie sehr er seine Beziehung zu ihr vermisste und sie zurückhaben wollte. Dies stand im krassen Widerspruch zu Zacks ursprünglicher Aussage, dass sie vorhatten, zusammenzuziehen. Anschließend behauptete er unterstütze Christine und sei froh, dass sie einen Freund habe. Das war eine eklatante Lüge. Er hatte unter der Trennung gelitten und war daher vielleicht eifersüchtig, als er von Derek erfuhr. In Wirklichkeit wollte er sie von Anfang an zurückhaben. Die Beziehung des Paares war nicht so einfach. Sie stritten sich oft, manchmal riefen die Nachbarn sogar die Polizei, aber es kam nie zu Gewalt. Christines Eltern wussten von den hitzigen Auseinandersetzungen, aber sie hielten Zach nicht für gefährlich. Der nächste wichtige Fund war ein Paar Schuhe, das in Zacks Kleiderschrank entdeckt wurde. Sie hatten eine ähnliche Beschreibung wie die von Christine. Interessanterweise fehlte bei einem der Schuhe ein Schnürsenkel. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es sich um den Schuh handelt, mit dessen Schnürsenkel der Täter die junge Frau erwürgt haben könnte. Während die Ermittler auf die Ergebnisse der DNA-Tests warteten, setzten sie sich mit der Familie der Verstorbenen in Verbindung, da sie es für wichtig hielten, sie über ihre Erkenntnisse auf dem Laufenden zu halten. Es war möglich, dass die Larsons in diesem Moment in Lebensgefahr schwebten, da sie mit dem Verdächtigen unter einem Dach lebten. Als die Polizei Daniel und Deborah darüber informierte, befand sich der Freund nur wenige Meter von ihnen entfernt, auf der anderen Seite der Wand in seinem Zimmer. Die Eltern der ermordeten Frau kamen mit der Situation nur schwer zurecht, beschlossen aber, der Polizei zu helfen. Nach dem Anruf sprachen sie ihn an und teilten ihm mit, dass die Polizei noch einmal mit ihm sprechen wolle. Die Eltern zeigten alle mögliche Zurückhaltung und Gelassenheit, um die wahren Absichten der Ermittler nicht zu verraten. Als Zachary diese Nachricht erhielt, war er von Anfang an sehr aufgebracht. Der junge Mann erklärte, er wolle unbedingt, dass die Ermittlungen endlich abgeschlossen seien und der Täter gefunden werde. Innerhalb einer Stunde war er auf dem Weg zur Polizeiwache. Es war von Anfang an klar, dass er nicht als Zeuge behandelt werden würde. Zach fand sich in einem Verhörraum wieder. Die Polizisten waren ziemlich streng mit ihm, weil er immer wieder auf seiner Version der Ereignisse beharrte. Der Mörder sagte immer wieder, er sei auf dem Festival gewesen und habe ein solides Alibi, aber die Ermittler sagten, sie wüssten, dass er lüge und wollten die Wahrheit hören. Den Ermittlern zufolge luden sie ihn zum Verhör ein, weil sie erkannten, dass seine Geschichte teilweise erfunden war. Sie legten ihm nicht alle Karten auf den Tisch, in der Hoffnung, dass der Mörder sich mit widersprüchlichen Ausreden selbst verraten würde. All dies ging etwa 3 Stunden lang so. Als sie merkten, dass diese Taktik nichts brachte, holten sie den Brief heraus, den sie in der Wohnung gefunden hatten und der an Christine gerichtet war. Sie beschlossen, ihn unter Druck zu setzen, denn der Ex-Freund hatte ihr gesagt, wie sehr er sie liebte. Der Brief widersprach der Geschichte des jungen Mannes. Er begann sich erneut zu rechtfertigen, verlor aber deutlich an Selbstvertrauen. Das Spiel mit den Gefühlen des Hauptverdächtigen hatte es geschafft, ihn zu brechen. Schließlich beschloss Zach, eine neue, diesmal aber wahre Version der Geschichte zu erzählen. Es war jedoch nicht das, was die Ermittler zu hören erwarteten. Laut Zachariah war er kurz vor 14 Uhr zum Laden gegangen, in der Hoffnung, dort anzukommen, bevor seine Geliebte eintraf. Als er mit seinem Sohn zurückkehrte, fand er Christine ohne Lebenszeichen vor, im Wohnzimmerschrank, demselben Ort, an dem die Polizei bei ihrer Durchsuchung die Schuhe fand. Gleichzeitig sagte Zach, dass er so erschrocken war, als er sie entdeckte, dass er beschloss, die Leiche zu verstecken. Er wollte keinen Ärger mit dem Gesetz bekommen, aber ihm war klar, dass man ihm die Geschichte nicht glauben würde. Das Beste, was ihm einfiel, war, die Verstorbene in einem Auto an den Stadtrand zu fahren und sie dort anzuzünden.
Laut Zack tat er genau das und fuhr dann einfach weg, woraufhin er mehr als 10 Kilometer zu Fuß zu seiner Wohnung zurücklegte. Während dieser ganzen Zeit blieb der kleine Darren unbeaufsichtigt in seinem Haus zurück. Nach Angaben des Täters hat er nicht einmal das Auto mit der Leiche angezündet, sodass er nicht weiß, was oder wie es weiterging, nachdem er sich zum Haus bewegt hatte. Natürlich klang das alles überhaupt nicht plausibel. Seine Geschichte beinhaltete nicht einmal, dass er mit dem Jungen zu dem Festival gefahren war, also war es eine eklatante Lüge. Aus den Worten des Hauptverdächtigen ging hervor, dass er an keinem der Ereignisse beteiligt war, aber aus irgendeinem Grund tauchte er in allen Stadien des Massakers und der anschließenden Aktionen auf, die mit dem Durcheinander der Ermittlungen zusammenhingen. Natürlich war dies alles kein Geständnis, aber die Polizei glaubte nun, die Chronologie der Ereignisse vom 19. Dezember 2007 genauer rekonstruieren zu können. Den Ermittlern zufolge war Christine tatsächlich in der Wohnung ihres Ex angekommen, nachdem sie mit ihrem neuen Freund gesprochen hatte, zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr. Es wurde vermutet, dass Zachary mit ihr über die Wiederherstellung der Beziehung sprechen wollte, aber jeder wusste, dass die junge Mutter nicht die Absicht hatte, dies zu tun und sich sogar mit dem neuen Freund getroffen hatte. Zach wusste wahrscheinlich nichts von Derek, aber Christine gestand ihm die neue Beziehung, was einen eifersüchtigen Wutanfall auslöste. Genaueres konnte nur der Täter selbst sagen, aber er ließ nicht locker. Jedenfalls kam es zwischen den jungen Leuten zu einem Konflikt, der zum Mord führte. Das alles geschah vor ihrem Sohn, aber der war zu jung, um überhaupt etwas zu verstehen. Um sich ein Alibi zu verschaffen, nahm Zachary anschließend Darren mit und fuhr mit ihm mit dem Bus zum Weihnachtsfest. Die Leiche seines Geliebten ließ er einfach in der Wohnung zurück. Als er zurückkehrte, ließ er das Kind allein zurück, nahm aber die Leiche mit und beschloss, einen Ort zu finden, an dem er Christines Auto abstellen und seine Spuren verwischen konnte. Die Brandstiftung wurde im Voraus geplant, sonst hätte der Täter nicht eines seiner sperrigen Telefonbücher aus dem Haus genommen. Das Feuer wurde zwar provoziert, aber es hat nicht so stark gewirkt, wie Zach es geplant hatte. Und an der Leiche waren genügend Spuren des Verbrechens zu finden. Die Spurensicherung ergab, dass das Blut in seiner Wohnung von Christine stammte. Die Schnürsenkel waren die Tatwaffe, und in Christines Auto wurden seine DNA-Proben gefunden. Am 24. Dezember desselben Jahres, an Heiligabend, wurde der Mann formell verhaftet und des Mordes an Christine Larson angeklagt. Es verging etwas weniger als ein Jahr. Im Oktober 2008 befand ein Geschworenengericht Zach des Mordes ersten Grades für schuldig. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Das Kind der Verstorbenen wurde dann Christines Eltern übergeben. Sie zogen es als ihren Sohn auf. Seltsamerweise spielte sogar der frühere Freund von Christine, mit dem sie kurzzeitig zusammen war, eine ziemlich wichtige Rolle im Leben des Kindes. Er verkehrte regelmäßig mit ihm und wollte ihn mit aller Kraft daran erinnern, was für ein wunderbarer Mensch seine Mutter war. Trotz der kurzen Beziehung hielt Derek Christine für eine wunderschöne Frau und trauerte sehr um sie. Er wollte, dass Darren seine Mutter unter keinen Umständen vergisst. Zachary ist immer noch hinter Gittern. Er hat den Mord nie gestanden und beharrt darauf, dass er reingelegt wurde. Aus diesem Grund ist es unmöglich, genau zu rekonstruieren, was Christine vor ihrem Tod erlebt hat und auch das Motiv für die Tat zu erfahren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm gerne einen Like. Das hilft sehr bei der Verbreitung. Hinterlassen Sie auch einen Kommentar, um den Kanal zu unterstützen und das Video weiterzuempfehlen. Abonnieren Sie den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.